glaube, das kann man auch über den Gegner morgen sagen. Brasilien hat sich natürlich die letzten 2, 3 Jahre auch irgendwie wieder gewandelt, neu erfunden, haben zu alter Stärke gefunden und von daher sind wir natürlich jetzt auch gerade in der Phase über solche Gegner sehr, sehr glücklich und froh, weil da können wir natürlich auch die Dinge erkennen, die wichtig sind dann für ein Turnier und können daraus lernen. Ich glaube, es sind vielleicht in der Anfangsformation wahrscheinlich 3 Spieler, die damals 2014 auf dem Platz waren. Ich glaube jetzt nicht, dass diese Spieler heute noch unter diesem Trauma leiden, weil Spieler wie Marcelo zum Beispiel bei Real Madrid oder andere Spieler, die haben ja schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Und ich glaube, jeder, der auch mal so ein Tief oder so eine Enttäuschung hinter sich hatte, hat sich dann auch wieder hochgerappelt, sonst wäre er nicht in der brasilianischen Nationalmannschaft.